Hallo Geschwister und Friede sei mit euch. Unter etlichen Traditionalisten herrscht die gängige Meinung, dass es Männern erlaubt sei, ihre Frauen zu schlagen. Sie können sich leider sicher sein, dass die traditionellen Gelehrten hinter ihnen stehen. Diese stülpen ihre männerzentrierten Vorstellungen über den Inhalt des Verses 4,34 und verzerren ihn dadurch. Heute werden wir sehen, wie Männer wirklich mit Frauen umzugehen haben. Schlagen wir zuerst einmal die Stelle nach. Wortspiel. Lesen wir zuerst einmal den sinngemäß korrekt übersetzten Vers. Die Männer haben die Frauen zu unterstützen, angesichts der vielfältigen Gaben, die Gott ihnen gegenseitig geschenkt hat, und angesichts des Vermögens, den sie in Umlauf bringen. Aufrechte, rechtschaffene Frauen bewahren das Verborgene so, wie Gott es vorsieht. Die Frauen aber, von denen ihr Verlassenheit befürchtet, gebt ihnen guten Rat und vermeidet sie in den Betträumen und hinterlasst sie sich selbst. Wenn sie aber eure Argumente einsehen, dann sucht keinen Vorwand gegen sie. Gott ist erhaben und groß. Es gibt also 3 Schlüsselbegriffe, die relevant sind, um den Vers richtig zu verstehen. Qawwamun. Dieses Wort ist einfach zu erklären. Die Grundbedeutung der Wurzel Qaf, Waw, Mim ist stehen und das Wort Qawwamun wird vom zweiten Verbstamm abgeleitet. Dies hat zur Folge, dass man andere sozusagen stehend macht und bedeutet einfach, jemanden oder etwas aufzurichten, in einen aufrechten Zustand zu bringen, für eine Person einzustehen oder die Person zu unterstützen. Dem Mann ist also die Unterstützung seiner Frau auferlegt, weil sie beide unterschiedliche Talente haben. Sie sollen sich gegenseitig vervollständigen und ergänzen, wie es schon in 287 und 971 erwähnt wird. Symbolisch gesprochen sind wir uns einander ein Kleid und miteinander verbündet zum gegenseitigen Schutz. Nushuz. Die Wurzel Nun, Shin, Sei kommt 5-mal in 4 Versen vor. Wir sehen aufgrund der anderen Verse, dass die Wurzel Grundbedeutungen wie erheben oder an einen höheren Platz gelangen umfasst. Deshalb gebrauchen einige Übersetzer auch den Ausdruck steht auf in 58,11. Was bedeutet das nun für den fraglichen Vers? Aus 428 sehen wir, dass der Charakterzug Nushuz geschlechtsneutral ist. Das heißt, dass sowohl Frauen als auch Männer dieses Verhalten aufzeigen können. Als Lösung wird hier vorgeschlagen, den Streit zu schlichten, was auch ein Hinweis für die Bedeutung des 34. Verses ist. Da die Ehe aber eine Beziehung auf gleicher Höhe sein soll, ist dies als eine emotionale Ausschweifung des Mannes oder der Frau zu bewerten, im Sinne des Verlassens. Deshalb können wir das Wort auch als Ausschweifung übersetzen. Aus den beiden Versen aus dem 4. Kapitel erkennen wir, dass die Lage zu entspannen und eine harmonische Beziehung wiederherzustellen ist. Denn die Situation verlangt, dass die beiden sich in Liebe wieder vertragen oder sich in Respekt voneinander trennen. Idribuhunna. Wieso gibt es so viele Übersetzungen, die den entsprechenden Teil des Verses als Schlagzieher übersetzen? Schauen wir es uns doch sprachlich mal ein wenig genauer an. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen dem modernen Wortgebrauch und der Bedeutung im klassisch-arabisch in der Lesung. Deutsch für Koran. Das Verb daraba bedeutet heute einfach schlagen. In der Lesung auf klassisch-arabisch jedoch nicht. Die moderne Bedeutung darf demzufolge nicht verwechselt werden mit den Wörtern aus der Lesung. Dies gilt übrigens nicht nur für Arabisch, sondern für alle Sprachen. Geht doch einfach mal der Bedeutung des Wortes Idiot nach, was es früher bedeutete, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Die Wurzel Dad, Ra, Bä kommt 58 Mal in 54 Versen vor, 55 Mal als Verb des ersten Verbstammes und 3 Mal als Nomen. Daraba
bedeutet in seiner ursprünglichen Form etwas darlegen, etwas darüber tun oder etwas hervortun. So gebraucht man dieses Verb auf Arabisch in daraba bin nazarihi ilah, um seine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, also quasi seine Augen auf etwas zu legen. Oder in daraba ash-shabaka ala at-ta'ir, um ein Netz über einen Vogel zu werfen, also über ihn zu legen. Der Grund, weswegen dieses Wort auch treffen oder schlagen bedeuten kann, ist der, dass man dabei seine Hand hervorbringt oder auf etwas legt, wenn man jemanden schlägt. Auch in der Lesung gibt es klare Beispiele, dass die Grundbedeutung der Wurzel zu daraba mit hervortun, darlegen oder etwas darüberlegen zu tun hat. Erstens, umherwandern oder unterwegs sein. Zweitens, etwas oder jemanden schlagen. Drittens, etwas versiegeln, verschließen. Viertens, jemanden oder etwas abwenden, trennen. Fünftens, Gleichnis darlegen. Sechstens, etwas darüberlegen oder über sich ziehen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wenn dieses Verb also schlagen bedeuten kann, wieso sollte es dann im 434 nicht ebenso übersetzt werden? Dadurch wird aber die zugeschriebene Bedeutung ein merkwürdiges Verständnis nach sich ziehen, vor allem im Vergleich mit 428. In solchen Fällen ist es ratsam und vernünftig, der besten Bedeutung, die abgeleitet werden kann, zu folgen, die auf das Wort hören und dann dem besten, schönsten davon folgen. Das sind diejenigen, die Gott recht leitet, und das sind diejenigen, die Verstand besitzen. Der Vers schlägt eine Lösung vor. Der war schlecht. Machen wir weiter. Der Vers 434 zeigt uns, wie schrittweise vorzugehen ist, um die Ehe zu retten. Als letzten Schritt seine Frau zu schlagen, ist der Tod für jedweden Respekt und jegliche Liebe und Barmherzigkeit, die vorher in einer Ehe laut der Lesung vorhanden sein mussten. Der Vers nennt 3 Maßnahmen, die der Mann, aber auch die Frau ergreifen kann, falls Ausschweifung oder Verlassenheit befürchtet wird. Erstens, miteinander reden. Der einfachste und beste Weg, Probleme zu klären. Zweitens, das Bett nicht mehr miteinander teilen. Dies ist der zweite Ansatz, den wir verfolgen sollen, falls wir die Eheprobleme nicht bewältigen können. Der Mangel an intimer Nähe kann vielleicht dazu führen, dass sich die Lage beruhigt, während das Gegenteil die Situation eher noch anheizen könnte. Drittens, sich räumlich trennen. Der dritte und letzte Ratschlag ist eine Phase der Abkühlung, die helfen soll, mit sich und der Situation konstruktiv umzugehen, ohne dass man den Partner ständig bei sich haben muss. Alles in allem, nochmals in anderen Worten, die Männer stehen ein für die Frauen in dem, worin Gott einige von ihnen über andere begünstigte, und in dem, was sie von ihrem Vermögen ausgaben. So sind die rechtschaffenen Frauen loyal und sind des Verborgenen bewahrend, was Gott bewahrte. Und belehrt diejenigen, deren Ausschweifung ihr befürchtet, verlasst sie in den Liegestellen und versagt euch ihnen. Und falls sie euch gehorchten, dann trachtet nicht nach einem Weg gegen sie. Gewiss, Gott war erhaben, groß. Findet ihr es okay oder unmenschlich, wenn man zur Züchtigung seine Frau schlägt? Schreibt es doch unten in die Kommentare oder schickt uns eine Videobotschaft und wir werden so Gott will darauf eingehen. Und denkt dran, Gottergebenheit bedeutet Vernunft und Hingabe. Friede sei mit uns allen.